Welcome to Deutsch lernen mit Spaß. Are you ready for today's German lesson? In today's German lesson, we will listen to the story of Merlin and the Lost Key. You will learn 1. How to speak German. 2. Learn new words. 3. How to pronounce each one. 4. We will also make sentences from our new words. Let's get started and listen carefully. Quick quiz. Write your answer in the comments section. Merlin and the Lost Key. Merlin war ein Lehrer für Deutsch. Er hatte einen YouTube-Kanal, auf dem er Deutschunterricht gab. Eines Tages, als er seine Wohnung verließ, bemerkte er, dass er seinen Schlüssel verloren hatte. Er durchsuchte seine Taschen, aber der Schlüssel war nicht da. Er erinnerte sich, dass er den Schlüssel zuletzt im Supermarkt benutzt hatte. Also ging er zurück zum Supermarkt. Er suchte überall, fragte den Kassierer und andere Kunden, aber der Schlüssel war nirgendwo zu finden. Merlin war besorgt. Ohne den Schlüssel konnte er nicht in seine Wohnung zurückkehren. Er beschloss, noch einmal gründlich zu suchen. Schließlich, als er den Supermarkt zum zweiten Mal durchsuchte, sah er etwas Glänzendes unter einem Regal liegen. Es war sein Schlüssel. Er hob den Schlüssel auf und fühlte sich erleichtert. Jetzt konnte er wieder in seine Wohnung gehen und seinen Unterricht vorbereiten. Merlin lernte eine wichtige Lektion an diesem Tag. Man sollte immer gut auf seine Sachen aufpassen, besonders auf den Schlüssel zur eigenen Wohnung. Let's learn to pronounce new words and make sentences. Schlüssel. In German. Ich habe meinen Schlüssel im Haus vergessen. In English, I forgot my key inside the house. Supermarkt. In German. Ich gehe heute in den Supermarkt, um Lebensmittel zu kaufen. In English, I am going to the supermarket today to buy groceries. Sucht. In German. Merlin sucht seinen verlorenen Schlüssel, aber er kann ihn nicht finden. In English, Merlin is searching for his lost key, but he can't find it. Finden. In German. Ich hoffe, dass du den Mut findest, deine Träume zu verwirklichen und dein Glück zu finden, egal wo du bist. In English, I hope that you find the courage to pursue your dreams and find your happiness, no matter where you are. Zurückkehren. In German. Merlin musste schnell zurückkehren, um seinen Schlüssel zu finden. In English, Merlin had to return quickly to find his key. Besorgt. In German. In meiner Nachbarschaft sind viele besorgt über die steigenden Mieten. In English, in my neighborhood, many are worried about the rising rents. Erleichtert. In German. Erleichtert über den Erfolg seiner Prüfung, feierte sie mit ihren Freunden. In English, relieved about the success of her exam, she celebrated with her friends. Vorbereiten. In German. Kannst du bitte den Raum für die Party vorbereiten? In English, can you please prepare the room for the party? Wohnung. In German. In meiner Wohnung habe ich ein gemütliches Sofa, auf dem ich gerne lese. In English, in my apartment, I have a cozy sofa where I enjoy reading. Lektion. In German. In der Lektion lernten wir neue Wörter und Sätze. In English, in the lesson, we learned new words and sentences. Let's listen to the story with English translation. Merlin war ein Lehrer für Deutsch. Merlin was a German teacher. Er hatte einen YouTube-Kanal, He had a YouTube channel auf dem er Deutschunterricht gab. where he taught German. Eines Tages, One day, als er seine Wohnung verließ, as he left his apartment, bemerkte er, he noticed dass er seinen Schlüssel verloren hatte. he had lost his key. Er durchsuchte seine Taschen, He searched his pockets, aber der Schlüssel war nicht da. but the key wasn't there. Er erinnerte sich, He remembered dass er den Schlüssel zuletzt im Supermarkt benutzt hatte. he had last used the key at the supermarket.
Also ging er zurück zum Supermarkt. So he went back to the supermarket. Er suchte überall, He searched everywhere, fragte den Kassierer und andere Kunden, asked the cashier and other customers, aber der Schlüssel war nirgendwo zu finden. but the key was nowhere to be found. Merlin war besorgt. Merlin was worried. Ohne den Schlüssel konnte er nicht in seine Wohnung zurückkehren. Without the key, he couldn't return to his apartment. Er beschloss, noch einmal gründlich zu suchen. He decided to search thoroughly once again. Schließlich, Finally, als er den Supermarkt zum zweiten Mal durchsuchte, as he searched the supermarket for the second time, sah er etwas Glänzendes unter einem Regal liegen. he saw something shiny lying under a shelf. Es war sein Schlüssel. It was his key. Er hob den Schlüssel auf He picked up the key und fühlte sich erleichtert. and felt relieved. Jetzt konnte er wieder in seine Wohnung gehen Now he could go back to his apartment und seinen Unterricht vorbereiten. and prepare his lessons. Merlin lernte eine wichtige Lektion an diesem Tag. Merlin learned an important lesson that day. Man sollte immer gut auf seine Sachen aufpassen, One should always take good care of their belongings, besonders auf den Schlüssel zur eigenen Wohnung. especially the key to their own apartment. It's time for speaking exercises, so please repeat the German words after her. Merlin war ein Lehrer für Deutsch. Merlin war ein Lehrer für Deutsch. Er hatte einen YouTube-Kanal. Er hatte einen YouTube-Kanal, auf dem er Deutschunterricht gab. Auf dem er Deutschunterricht gab. Eines Tages, als er seine Wohnung verließ, bemerkte er, dass er seinen Schlüssel verloren hatte. Er durchsuchte seine Taschen. Aber der Schlüssel war nicht da. Er erinnerte sich, dass er den Schlüssel zuletzt im Supermarkt benutzt hatte. Also ging er zurück zum Supermarkt. Er suchte überall. Fragte den Kassierer und andere Kunden. Aber der Schlüssel war nirgendwo zu finden. Merlin war besorgt. Ohne den Schlüssel konnte er nicht in seine Wohnung zurückkehren.
Er beschloss, noch einmal gründlich zu suchen. Er beschloss, noch einmal gründlich zu suchen. Schließlich, als er den Supermarkt zum zweiten Mal durchsuchte, als er den Supermarkt zum zweiten Mal durchsuchte, sah er etwas Glänzendes unter einem Regal liegen. Sah er etwas Glänzendes unter einem Regal liegen. Es war sein Schlüssel. Es war sein Schlüssel. Er hob den Schlüssel auf. Er hob den Schlüssel auf und fühlte sich erleichtert. Und fühlte sich erleichtert. Jetzt konnte er wieder in seine Wohnung gehen. Jetzt konnte er wieder in seine Wohnung gehen und seinen Unterricht vorbereiten. Und seinen Unterricht vorbereiten. Merlin lernte eine wichtige Lektion an diesem Tag. Merlin lernte eine wichtige Lektion an diesem Tag. Man sollte immer gut auf seine Sachen aufpassen. Man sollte immer gut auf seine Sachen aufpassen. Besonders auf den Schlüssel zur eigenen Wohnung. Besonders auf den Schlüssel zur eigenen Wohnung. Let's listen to the story once again. Merlin war ein Lehrer für Deutsch. Er hatte einen YouTube-Kanal, auf dem er Deutschunterricht gab. Eines Tages, als er seine Wohnung verließ, bemerkte er, dass er seinen Schlüssel verloren hatte. Er durchsuchte seine Taschen, aber der Schlüssel war nicht da. Er erinnerte sich, dass er den Schlüssel zuletzt im Supermarkt benutzt hatte. Also ging er zurück zum Supermarkt. Er suchte überall, fragte den Kassierer und andere Kunden, aber der Schlüssel war nirgendwo zu finden. Merlin war besorgt. Ohne den Schlüssel konnte er nicht in seine Wohnung zurückkehren. Er beschloss, noch einmal gründlich zu suchen. Schließlich, als er den Supermarkt zum zweiten Mal durchsuchte, sah er etwas Glänzendes unter einem Regal liegen. Es war sein Schlüssel. Er hob den Schlüssel auf und fühlte sich erleichtert. Jetzt konnte er wieder in seine Wohnung gehen und seinen Unterricht vorbereiten. Merlin lernte eine wichtige Lektion an diesem Tag. Man sollte immer gut auf seine Sachen aufpassen, besonders auf den Schlüssel zur eigenen Wohnung.